In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Heute sprechen wir mal über tierisches Beiwerk. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht schon vor mir einen Riesenstapel voll mit Tieren. Da kommen wir gleich mal zu. Aber warum sprechen wir denn heute mal über Tiere? Ich finde, auf Spielplatten gehören immer so ein paar nette Eyecatcher. Und was geht da besser als Tiere? Natürlich, wir haben gerade im historischen Bereich können wir ganz, ganz viele schöne Dinge machen. Im Fantasy-Bereich, da können wir schon mit allerhand Tieren arbeiten. Ganz normale Nutztiere wie Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen. Dann kann es auch noch ein bisschen kleiner werden. Man kann auch vielleicht mal Hühner nehmen oder vielleicht den einen oder anderen Vogel. Man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick gerade bei den kleinen Tieren, aber gerade wenn man sie dann doch mal entdeckt, dann ist es immer so ein kleiner Aha-Effekt. So, ach Mensch, guck mal hier, was hast du denn da verbaut? Also, ich finde, Tiere sind auf jeden Fall eine schöne Gestaltungsgrundlage einfach für den Spieltisch. Und natürlich können wir auch Tiere super als Missionsmarker zum Beispiel auch einarbeiten. Also dass wir sie nicht direkt auf die Platte mit einarbeiten, sondern wirklich als Missionsmarker nutzen. Gerade zum Beispiel bei Saga fällt mir ein Szenario ein, da ging es mal, glaube ich, darum, dass man so einen Ochsenkarren von A nach B bringen musste. Da brauchen wir natürlich auch Tiere. Also man kann es auch super als Missionsmarker nehmen. Aber ja, in erster Linie nutzen wir solche Tiere tatsächlich als Geländestück. Aktuell habe ich auch gerade 2 Geländestücke hier. Klar, so ein Schweinestall, den sieht man immer mal wieder. Den sieht man auch recht häufig auf Spieltischen. Kann man auch sehr schön gestalten. Und ich finde, das ist sieht einfach toll aus, bringt Leben auf die Platte. Hier habe ich noch ein weiteres Geländestück. Und zwar habe ich hier Kamele für die Wüste. Mit ein bisschen, ja, hier habe ich tatsächlich auch noch ein paar Jungs mit drauf gebracht, die Kamele da durchführen. Aber es ist tatsächlich ein Geländestück. Und wir hatten tatsächlich auch für dieses Geländestück mal eine Sonderregel, weil die Jungs haben ja auch Gewehre bei sich, dass wir tatsächlich gesagt haben, okay, auf einer bestimmten Reichweite, wenn man sich an die annähert, fangen die einfach automatisch an zu schießen. Kann man also auch solchen Sachen Regeln mit anbringen, beziehungsweise man kann das zum Beispiel auch mit größeren, gefährlichen Tieren machen. Wir haben hier zum Beispiel auch Bären drin oder vielleicht einen Tiger, einen Jaguar. Auch solche Tiere können wir natürlich super mit auf die Platte mit einbringen und uns einfach eigene Hausregeln entwerfen. Und man kann ja sagen, hey, wenn ich mich diesem Tier auf eine bestimmte Reichweite nähere, dann greift dieses Tier mich einfach auch an. Tiere gibt es inzwischen von vielen Herstellern, allerdings finden wir da immer nur so ein paar vereinzelte Sachen. Der eine macht vielleicht mal ein paar Nutztiere, zum Beispiel bei Warlord Games zum Beispiel, die haben wirklich reine Nutztiere mal gemacht, Schweine, Kühe, Pferde, Esel, Hühner, ich glaube Hund. Die haben mal 2 Farm-Sets rausgebracht in Zinn und irgendwann haben sie dann auch mal einen Plastikgussrahmen gemacht mit solchen Nutztieren. Von anderen Herstellern findet man dann vielleicht mal ein Krokodil oder auch Kamele. Vielleicht findet man mal einen Elefanten, aber es gibt keine richtige Tierrange. Also es gibt niemanden so wirklich, der sich komplett nur auf Tiere beschränkt hat. Klar, macht vielleicht auch nicht so den Sinn, weil Tiere nutzen wir ja wirklich, ja, wie gesagt, als Beiwerk und kauft man nicht als Hauptminiaturen, sondern man nimmt immer mal was mit. Tiere waren für mich zum Beispiel auch immer so ein typischer Messekauf. Ne? Wenn ich irgendwie auf irgendeiner Messe war und habe ein paar coole Tiere gesehen, habe ich die immer mitgenommen. Ich weiß noch, dass ich auch mal bei Tomarillion zum Beispiel, habe ich mal ein Krokodil gekauft. Bei Stronghold Terrain habe ich vielleicht mal ein paar Schweine gekauft. Bei Nano-Strategie, die hatten auch immer mal so ein paar Tiere noch im Angebot. Das war so ein typischer Messekauf. Aber es gibt keinen Hersteller, der sich nur explizit auf Tiere versteift. Aber ich habe jetzt einen ganzen Stapel vor mir, und zwar Daydream Miniatures. Der Andi Peters von Daydream Miniatures macht ja für viele Firmen inzwischen Miniaturen, unter anderem zum Beispiel für Stronghold Terrain. Die ganzen Deadman's Hand Geschichten, Muskets and Tomahawks hat er jetzt ein paar Sachen gemacht, für Saga natürlich. Und er arbeitet einfach auch schon seit vielen, vielen Jahren an seiner eigenen Tierrange. Und die ist inzwischen so riesig, dass wir gesagt haben, okay, das ist muss man eigentlich mal zeigen. Wir wollen euch das einfach mal zeigen, weil viele wissen das nämlich gar nicht. Bei Stronghold Terrain kriegt ihr zum Beispiel
verschiedene Tiersets. Bei Nano-Strategie findet ihr auch die ein oder anderen Tiere von Daydream Miniatures. Und wir haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich so eine coole Sache. Wir nehmen die einfach auch mit in den Shop auf, weil Tiere kann man immer gebrauchen. Und die ist inzwischen so groß, die Tierrange, und die sind so hübsch. Deswegen haben wir gesagt, ja, die nehmen wir auch mit ins Sortiment auf. Weil es natürlich, ja, auch teilweise natürlich auch Geländestück ist. Und weil wir natürlich auch im Geländebereich arbeiten mit unserem Shop, haben wir gesagt, okay, das passt natürlich sehr, sehr gut dazu. Und da diese Tierrange stetig wächst, finde ich das auch richtig gut, dass man einfach auch eine riesen Auswahl einfach auch euch mal zeigen kann. Und der Andi arbeitet stetig weiter und ist auch immer auf Ideen von auch aus der Community auf euch angewiesen. Denn ich habe neulich zum Beispiel gesagt, Mensch, ich bräuchte mal ein paar Fische. Und dann hat er sich hingesetzt und hat ein paar Fische gesculptet. Mega cool. Er hat 3 verschiedene Fische gemacht, eine Forelle, einen Lachs, glaube ich, und einen Aal. Na klar, die sind natürlich so klein, und Fische ist natürlich auch sehr, sehr exotisch, die mit in ein Geländestück mit einzuarbeiten, aber ich brauchte sie tatsächlich und das heißt, demnächst gibt es dann auch Fische. Ja, was haben wir denn hier so alles liegen? Wir haben natürlich die klassischen Nutztiere wie Esel, Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine, Ziegen, Hühner. Geht dann aber weiter in Richtung, hier haben wir zum Beispiel einen Löwen, wir haben einen richtig schönen Bären, wir haben einen Hirsch, Gänse, Kamele, dann haben wir hier einen Biber, jede Menge Kleinviecher auch, ne? Ein Fuchs, ein Hase, hier haben wir kleine Küken, eine Ratte. Ist das eine Ratte? Ja, das könnte eine Ratte sein. Dann haben wir hier einen Fischreiher, Enten. Also wir haben so viele verschiedene Tiere. Das findet ihr dann auch einfach mal bei uns im Shop. Könnt ihr einfach mal gucken. Wir haben die komplette neue Tierrange aufgenommen. Es sind, glaube ich, inzwischen 45 verschiedene Tiere. Und wie gesagt, die Range steigt stetig. Auch richtig cool, ein Vogelstrauß. Also wie gesagt, wir haben für die verschiedensten Themenbereiche gibt es inzwischen Tiere. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn man... Also ich finde es immer toll, wenn ich Platten sehe, wo einfach sowas eingearbeitet ist, weil es bringt wirklich Leben mit sich. Genauso auch, wenn man zum Beispiel Zivilisten einarbeitet, finde ich auch super. Genau, das ist das gleiche Problem wie mit Tieren. Zivilisten findet man sehr, sehr schwierig. Da gibt es mal für 18., 19. Jahrhundert, gibt es da mal ein paar. Neulich habe ich mal Zivilisten für Piraten gesucht, war ganz, ganz schwierig, musste man über 3D-Druck lösen. Ja, von daher, das wäre auch nochmal tatsächlich, vielleicht kann man da den Andi auch nochmal überreden, ob er nicht mal so eine Zivilisten-Range machen kann für die verschiedenen Gebiete. Gerade im BB2-Bereich finde ich das sehr, sehr schön, wenn man da so Zivilisten mit einarbeitet. Oder auch für Mittelalter, für Mittelalter wird man da schon eher fündig, gerade so im Rollenspielbereich, so Taverne und so weiter. Da findet man schon die ein oder andere Miniatur inzwischen. Aber so richtige Zivilisten ist schon schwierig. Und genauso verhält es sich auch mit den Tieren. Da finde ich es halt schon schön, wenn sich da wirklich auch einer drauf spezialisiert. Gearbeitet wird hier immer noch mit einem klassischen Zinnguss, finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich bin Freund von Zinn, fühlt sich immer so ein bisschen wertiger an. Plastiktiere sind, die von Warlord Games sind okay, könnten ein bisschen schärfer sein. Resintiere, da macht es wahrscheinlich wieder den Preis aus. Von daher, ich bin mit dem Zinnguss absolut zufrieden. Die Sculpts sind einfach mega gut. Klassische Daydream Andy Peters Qualität. Und auch wenn ihr die bekommt, müsst ihr dann nicht mehr viel machen. Also die sind super entgratet. Ihr findet hier nichts, was ihr noch abknippern müsst oder reinigen müsst. Die sind eigentlich so, wie sie kommen in der Tüte, könnt ihr sie direkt grundieren und bemalen. Ja, von daher, Zinnguss ist wirklich okay. Gerade bei diesen ganzen kleinen Tieren macht es natürlich auch Sinn, weil hier haben wir zum Beispiel Flamingos. Die sind halt einfach auch klein oder es gibt noch kleinere Tiere. Wir hatten hier irgendwo Enten liegen. Das ist dann natürlich schon verloren, wenn ihr das auf Plastik habt zum Beispiel oder in Resin. Das ist einfach federleicht. Das fliegt euch einfach auch weg. Ne? Natürlich müsst ihr sowas dann auch immer gut befestigen. Ja, das war mal ein kleiner Einblick in die Tierwelt des Tabletops. Also es gibt auf jeden Fall eine richtig gute Range von Daydream Miniatures. Findet ihr bei uns im Shop und natürlich auch in bei anderen Händlern und Shops, die das inzwischen gelistet haben. Wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass es das auf jeden Fall gibt, falls ihr das noch nicht wisst. Klar, der ein oder andere wird sicher mal über Tiere schon gestolpert sein und der ein oder andere hat sicherlich auch schon mal Tiere verbaut. Aber ich wollte einfach mal zeigen, hey, wir haben hier 40, 50 verschiedene Tiere, auf die ihr zurückgreifen könnt und damit könnt ihr einfach nochmal richtig Leben in eure Spieltische oder Gelände bringen.
Das war es jetzt, kurz und schmerzlos. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, dass es das auf jeden Fall gibt. Wie gesagt, bei uns im Shop kriegt ihr jetzt diese Tiere, sind jetzt erhältlich. Und was mich jetzt brennend interessiert, habt ihr schon mal mit Tieren gearbeitet? Spielen die bei euch eine große Rolle? Oder ist es eher so Beiwerk? Ist es wirklich nur Geländestück? Oder haben tatsächlich die Tiere auch bei euch richtige Regeln? Es gibt ja vielleicht sogar Spiele, wo sie tatsächlich auch Regeln haben. Aber mich würde es auch interessieren, wie ihr sowas hausregelt. Also haut's mal in die Kommentare. Das war's zu dieser Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.